Wir zeigen hier die erste Einzelausstellung von der Vivian Greven in der Schweiz, eine junge deutsche Malerin, Jahrgang 85 aus dem Rheinland. Und sie zeigt jetzt hier ganz neue Arbeiten, frisch aus dem Atelier, zum Teil sind es Leihgaben, es ist figurative Malerei. Das ist für uns auch genau der Anknüpfungspunkt mit der Sammlung, mit dem französischen Impressionismus, ja auch figurative Malerei. Und für uns ist interessant zu gucken, der Umgang jetzt der Künstlerin mit der Geschichte. Also man sieht ja hier auch relativ deutlich, es hat Anleihen an die Antike, an den Klassizismus vor allen Dingen auch. Das sind so Vorlagen, das ist der Hintergrund. Und da interessiert uns ja, wie geht jetzt eine junge Malerinnen-Generation mit diesem kulturellen Erbe um? Was passiert? Und es geht ganz wesentlich um Beziehungen zwischen Personen, das sieht man auch immer wieder deutlich. Und die bewegen sich eigentlich in einer großen eigentlich Nähe und Innigkeit zueinander hin. Und just in dem Moment, also der größten Emotionen, da erfrieren die und es entleert sich und eine ganz seltsame Kühle tritt ein. Also die Vivian Greven arbeitet schon hauptsächlich mit Figuren, also wirklich figürliche Malerei. Es gibt auch andere Serien, also Gläser zum Beispiel, ganz große. Und tatsächlich sind jetzt hier in diesem Raum, wo wir sind auch Varianten dabei. Das interessiert Sie jetzt gerade im Moment, das sind die neuesten Arbeiten. Gibt dann den Hintergrund, dass vor allen Dingen jetzt die drei Grazien von Antonio Canova oder Amor und Psyche auch vom selben Bildhauer, wichtiger Bildhauer des italienischen Klassizismus, direkte Vorlagen sind und sie ja Wege findet, Wege sucht, damit umzugehen und halt dieses Beziehungsthema, was ja ein uraltes Thema natürlich ist, in unsere Zeit zu übersetzen. Die Farben sind schon so in einem recht auffälligen Pastellton oftmals. Es gibt da natürlich auch schon recht kräftigere, wir haben sie hier in anderen Ausstellungsräumen in der Langmatt. Aber es ist schon so ein Kennzeichen ihrer Arbeit, so ein bisschen dieses auch, es sind ja recht schöne Farben. Man kann sich auch die Frage stellen, ist das jetzt ästhetisch, ist es super ästhetisch, geht das überhaupt, wo ist da die Grenze? Und da sagt sie einfach, ja, die Zugänglichkeit der Arbeiten fürs Publikum. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal, aber natürlich dann ist die Zugänglichkeit führt ja dann weiter. Also man kommt ja dann, dringt tiefer ein. Die Räume, die Ausstellungsräume, die bekommen recht schnell so ein ganz eigenartiges Schweben. Das sieht man in den kleineren Räumen noch deutlicher jetzt als hier. Und am Ende ja, geht es darum, dass sie halt dieses alte Thema der Beziehung neu beleuchtet. Und es ist eine Gratwanderung zwischen ja, Ästhetik und dann wieder dieses seltsame Einfrieren. Und das erzählt am Ende sehr viel über das Thema Beziehung in unserer Gesellschaft.